mein Name ist Francesca, ich bin 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, was mich ausmacht. Ich bin damals nach dem Abitur erstmal nach Ägypten gezogen und habe dort als Au-pair in Kairo gearbeitet. Das war für mich so ein krasser Kulturschock, dass ich danach internationale Kommunikation studiert habe, weil ich gerne mehr darüber lernen wollte, was uns als Menschen vereint, wie uns Kulturen prägen und wie wir miteinander kommunizieren. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich habe dann im Master etwas studiert, das heißt kognitive Semiotik, wo ich quasi noch näher erforschen wollte, wie wir den Dingen Bedeutung geben, was wir mit Sprache und Zeichen anfangen können, um uns auszudrücken und das im interkulturellen Blickwinkel zu betrachten, fand ich sehr spannend. Also quasi hat mich immer schon interessiert, was uns vereint und wo wir uns unterscheiden und wie Kultur da eine Rolle spielt. Mir wird oft gesagt, dass ich jemand bin, der Menschen zusammenbringt, und das ist für mich das schönste Kompliment. Ich glaube, dass ich die perfekte Person für Mission Backpacker bin, weil ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet habe. Ich habe damals angefangen, als Au-pair in Kairo einen Blog zu schreiben, um die Familie in Deutschland zu beruhigen, dass es mir gut geht. Ich habe ihnen aufgeschrieben, was ich mache, wie das Leben dort ist, wie es sich unterscheidet von zu Hause, und das war für sie eine wirklich schöne Sache, dass sie das so miterleben konnten. Und je mehr ich dann gereist bin über die Jahre, während meines Bachelorstudiums und auch während des Masters, habe ich das so weitergeführt, weil ich verstanden habe, dass es eben nicht nur Familie interessiert, Freunde interessiert, sondern dass man den Leuten so viel geben kann, dadurch, dass man seine Eindrücke teilt, auf Reisen oder im Alltag. Aber für mich war diese Ausdrucksform auf meinen Reisen auf jeden Fall wahnsinnig wertvoll, und somit habe ich wirklich schon ewig lange meine Erfahrung geteilt über meinen Blog, über andere Social-Media-Kanäle, und das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht und etwas, was ich wahnsinnig bereichernd finde. Ich bin ein guter Travel Buddy, weil ich wahnsinnig organisiert bin, gleichzeitig aber auch flexibel genug bin, dass, wenn wir irgendwo ankommen, wir auch erstmal ankommen können. Das ist wichtig, sich zu grounden, anzukommen und dann mit voller Energie ins Abenteuer zu starten. Es ist ein bisschen windig, aber ist okay. Wenigstens scheint die Sonne gerade ein bisschen. Ich habe im letzten Jahr mein Masterstudium fertig gemacht und bin daraufhin zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe meinen Bachelor- und mein Masterstudium im Ausland gemacht. Man bekommt wahnsinnig viel Druck von außerhalb, dass man schnell was anfängt, schnell was macht, schnell Karriere macht, und ich habe all das auch erfahren, und für mich persönlich habe ich gesagt, ich möchte mir die Zeit nehmen, rauszufinden, was ich machen möchte, und ich möchte vor allem etwas machen, was mich glücklich macht und wo ich weiter wachsen kann. Und für mich ist ein Aspekt davon ganz klar, meine Erfahrung zu teilen und neue Dinge dazu zu lernen, auf Leute zuzugehen, und das ist das, was ich machen möchte. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Sehr viele schlaflose Nächte, in denen ich mir überlegt habe, was ich eigentlich möchte, was möchte ich erreichen in meinem Leben, was mir wirklich wichtig ist. Es ist wahnsinnig windig. Schade eigentlich. Ich habe für mich beschlossen, das Wichtigste in meinem Leben ist
das Glück. Ich möchte glücklich sein, ich möchte etwas machen, was mich erfüllt und im besten Falle an andere zurückgeben. Ich möchte Erfahrungen teilen, weil ich das als wahnsinnig wertvoll empfinde. Ich möchte mich immer weiterentwickeln und im Idealfall darf ich das im nächsten Jahr mit Mission Backpacker machen. Ansonsten auf anderen Wege, aber das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte wahnsinnig gerne weiterhin andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen, mich mit ihnen austauschen und herausfinden, was vielleicht Glück für sie auch bedeutet, was ihr Leben lebenswerter macht oder was es ihnen vielleicht erschwert. Und dann am Ende reflektieren zu können, wo wir uns ähnlich sind und was uns verbindet, wo wir uns vielleicht unterscheiden. Ich habe viel Glück auf Reisen gefunden, viel erfüllende Momente, die ich erleben durfte und das möchte ich weiterhin gern mit anderen Leuten teilen. Ich möchte neue Dinge sehen, erleben und ich habe keine Lust, nur zu reisen, um den Leuten schöne Dinge zu zeigen, die weit weg sind. Das können andere gerne machen. Gucke ich mir auch an, aber ist definitiv nicht mein Lieblingscontent. Strand, Palmen, Kokosnüsse, das ist ein Urlaub, das ist aber nicht das Leben. Und so sind wir auch nicht als Menschen. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage und das macht's spannend. Deshalb wollen wir Leute kennenlernen, deshalb wollen wir an Orte reisen. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelernt von jeder Person, die ich getroffen habe, egal ob man sich grün war oder nicht. Ich glaube, das macht das Leben auch aus, dass wir einander kennenlernen, offen aufeinander zugehen und miteinander reden, zu diskutieren. Warum denkst du, die eine Sache ist so, ich denke, sie ist anders. Wo kommt es her? Wie sind wir vielleicht kulturell geprägt? Oder was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Dass wir zu dieser Schlussfolgerung kommen. Und was bringt uns das jetzt, wenn wir unseren Weg weitergehen? Was können wir davon mitnehmen? Ich glaube, so wie ich mich entwickelt habe als Mensch, das ist natürlich darauf zurückzuführen, wie ich mein Leben gelebt habe. Ich habe die letzten 12 Jahre fast im Ausland gelebt. Ich war immer mal wieder in Deutschland für Weihnachten oder solche Dinge, aber nicht immer. Und ich habe schon darauf geachtet, dass womöglich ich ins Ausland gegangen bin. Ich wollte immer neue Sachen sehen. Ich wollte immer mich neu anpassen müssen. Und ich bin damit noch nicht fertig. Ich möchte damit weitermachen. Es gibt mir wahnsinnig viel. Es ist jedes Mal nicht einfach, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch wunderschön. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen auf Reisen, ich habe so viele Dinge sehen können und ich möchte weiterhin all diese Eindrücke mit Menschen teilen. Ich glaube, dass es so wichtig ist wie noch nie zuvor, dass wir die Dinge so zeigen, wie sie sind, dass wir mit offenen Ohren und Augen aufeinander zugehen, uns andere Kulturen angucken und die nach Hause bringen. Im Sinne von, dass wir, was wir sehen, mit den Leuten teilen, die nicht mit uns auf Reisen gehen. Denn es ist utopisch zu denken, dass jeder Mensch reisen wird in seinem Leben, dass jeder Mensch so viel reisen wird, wie vielleicht ein zweiter. Vielleicht möchte man auch gar nicht reisen, das ist völlig in Ordnung, wir sind unterschiedlich, aber das Wichtige ist, dass wir uns darüber austauschen, dass wir über Dinge reden und dadurch unseren Horizont erweitern. Und deshalb finde ich, dass eine Sache wie Mission Backpacker wahnsinnig wertvoll ist, weil man es schaffen kann, Leute zu erreichen, die sich vielleicht mit dem Thema nicht so auseinandersetzen können. Was mir an Mission Backpacker so wahnsinnig zusagt, ist die Tatsache, dass Dinge gezeigt werden sollen, wie sie sind. Es geht nicht darum, die Welt noch schöner zu machen oder nur das Schöne rauszusuchen, sondern es geht darum, die Welt so zu zeigen, wie sie ist, mit den Menschen so, wie sie sind. Das ist was wahnsinnig Authentisches und davon wäre ich wirklich gern Teil. Reisen ist das Leben und Reisen sind geprägt durch die Menschen. Die Menschen, die man trifft, Menschen, die man selbst verkörpert und es gibt immer Up und Downs. Von daher ist es Blödsinn, nur eine Seite zu zeigen. Davon haben wir am Ende nicht viel.
da kann man nicht viel mitnehmen, sondern wir wachsen daran, alle Facetten zu sehen.